Du hast jetzt hoch genug gestrickt, um den Umschlag für die Mütze zu machen, beziehungsweise um den Umschlag zu fixieren. Ich habe hier, du kannst sehen, hier endet die Reihe. Da ist ein ganz kleiner Absatz. Ich habe die erste Masche der neuen Reihe mit einem abnehmbaren Markierer markiert. Es ist ganz wichtig, dass das genau die gleiche Masche ist, die jetzt als erste Masche oben auf der Nadel liegt. Jetzt klappst du dir die Anschlagkante um, also quasi so, dass die linke Seite innen liegt. Und jetzt nimmst du die markierte Masche, wo du also den Markierer drin hast, hebst du dir auf deine Nadel. So, und dann strickst du, also ich habe hier auch die komplette Masche, ne, also zwei Teile der Masche sozusagen, beide Beinchen, sonst sieht das hinterher nicht so schön glatt aus. Und dann strickst du das zusammen. So, dann eine Masche rechts und dann überspringst du auf deiner Anschlagkante die nächste Masche und nimmst die übernächste auf die Nadel. Und dann wieder strickst du das zusammen. Eine Masche rechts und dann wieder eine Masche überspringen und die übernächste auf die Nadel heben. Und zusammenstricken. So, das sieht dann so aus. Es gibt so einen kleinen mustermäßigen Effekt. Ich überprüfe hin und wieder ganz gerne, ob die erste Masche auf meiner Nadel, also nochmal diese Masche, auch die nächste Masche ist, die ich dann hochnehme. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass das hier komplett gerade läuft, sonst verzieht sich das und die ganze Kante wird schief. Nach dem Schema strickst du jetzt weiter, bis du ans Ende der Masche, ans Ende der Runde kommst. Ich zeige es noch einmal, eine überspringen, in die übernächste rein und die dann auf die Nadel heben. Das ist so ein bisschen nicht ganz, ja, wie soll ich das sagen, nicht ganz glatt zu stricken, aber der Effekt hinterher sieht sehr schön aus. Ich stricke mal eben weiter und dann sprechen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt hier bei meinen letzten 2 Maschen angekommen. Eine wird noch gestrickt. Du kannst sehen, hier ist also der letzte Teil der Kante, vorletzte Masche. Na, das ist ein bisschen eng, aber das funktioniert schon irgendwie. Wieder die Masche, das war zu viel. Also diese Maschenbeinchen, es ist am schönsten, wenn du die gesamte Anschlagkante, also nicht nur ein Beinchen der Masche, sondern diese ganze Kante auf die Nadel nimmst. Das ist aber beim dicken Garn halt auch nicht so ganz dünn und man hat mehrere, so warte. Also das ist echt, wenn das eine feste Anschlagkante ist, kann es ein bisschen fest sein. So, aber zack, Kante drauf, fahren an die richtige Stelle und dann diese, im Grunde siehst du hier, das sind diese beiden Anschlagsbeinchen und deine Masche und die strickst du zusammen. Wenn du zu fest angeschlagen hast, so wie ich, dann kann das ein bisschen herausfordernd sein, aber das Ergebnis lohnt sich. So, jetzt sind wir einmal rum. Jetzt kannst du sehen, es entsteht also so eine mustermäßige Kante, relativ ordentlich. Und im Muster stricken wir jetzt eine Rippe für ein paar Reihen und dann strickst du im Muster weiter, sodass hier das Muster weiter hochgestrickt wird, glatt rechts. Und zum Tragen schlägt man sich dann den Umschlag nochmal um. Na, das kann man sich jetzt vorstellen. Ich zeige dir das hier nochmal an der fertigen Mütze. Hier kannst du sehen, das ist dieser doppelte Umschlag, den wir gerade gestrickt haben. Da geht es glatt rechts weiter. Und hier ist diese kleine Rippenkante, ne? Die macht die Passform ein bisschen besser. Ich zeige es dir auch nochmal von innen. Das ist der Teil, der gerade auf deinen Nadeln war. Ne? Hier sieht man, da ist die Kante hochgenommen worden. Jede zweite Masche wird fixiert und jede Masche dazwischen wird einfach gestrickt. Ja, das macht dann hinterher eine schöne glatte Passform.